Gesunde Ernährung macht glücklich. Wusstet ihr das eigentlich oder nicht? Das zeige ich euch jetzt. Ich komme in meinem Berufsfeld viel um die Welt und wenn ich dann mal bei irgendwelchen Menschen war, die auf dem Land wohnen, dann ist das ganz anders, weil die sind einfach viel glücklicher, die haben einfach eine bessere, schönere Ausstrahlung und die haben auch viel weniger schlechte Laune, sind viel optimistischer, realistischer und sehen die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel als wir, die in der Großstadt wohnen, die in einer smog-verseuchten Umgebung wohnen, also sei es die Innenstadt oder in der Nähe. Und wenn ich schon sehe, wie zum Beispiel in Großstädten Menschen auf der Straße um 8 Uhr morgens, sei es egal an welchem Tag, muss nicht am Wochenende sein, auch in der Woche, an ihrem Bier nuckeln, dann ist das für mich ein klares Zeichen, dass irgendwas schief läuft. Denn überleg doch mal, wie kann jemand, der glücklich ist, der positiv ist, der das Leben im Griff hat, und das bedeutet nicht immer, dass alles perfekt und gut laufen muss, denn dein Kopf, deine mentale, geistige Gesundheit sagt alles aus. Also es definiert alles. Es zeigt dir, beziehungsweise es schafft den Nährboden, wie du auf Sachen reagierst. Der Menschen, die etwas erfahren haben, die in das eine Extrem zum Beispiel fallen, zum Beispiel psychische Probleme bekommen durch eine Erfahrung, waren einfach psychisch nicht stabil oder geistig, mental und so weiter. Denn auf der anderen Seite die Menschen, die stabil sind, und das kann ich negativ oder positiv, denn es ist, wie es ist in diesem Moment, ohne zu verurteilen, beurteilen, es ist, wie es ist. Und das ist der wesentliche Unterschied. Und wenn wir an dieser Stellschraube drehen, dann verändert sich so vieles für uns und ich zeige euch heute, wie ihr das positiv beeinflusst, wie ihr kein Mensch werdet, der morgens um 8 Uhr, sei es vor der Arbeit, sei es auf der Arbeit schon ein Bierchen trinkt oder ein anderes alkoholisches Genussmittel. So, fangen wir auch an. Hier sehen wir zum Beispiel, ich blende euch wieder die Sachen ein, oben rechts oder oben links, ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Kamera ist. Ähm, Als erstes, der Darm steuert unsere Gefühle. Das heißt, Darm kaputt, dann hast du öfter immer schlechte Laune, bist negativ eingestellt, hast Depressionen, mehr oder weniger, und tendierst mehr zu Medikamenten, Drogen aller Art, sei es Alkohol, Rauchen, irgendwelche Medikamente in Form von Pillen, Nasenspray, es gibt auch Nasenspray, Leute. Und ich habe das selbst in meinem eigenen Leib auch erfahren dürfen früher, dass desto kaputter der Darm ist, desto süchtiger, desto mehr Lust hat man auf diese Art von Dingen. Ich rede auch nicht nur von irgendwelchen Substanzen, die man hier trinkt oder anders sich zuführt, sondern ich rede auch von ganz normalen Essen, wie zum Beispiel heutzutage das weit verbreitetste ist zum Beispiel Weizen in Form von Brot, Brötchen, Pizzateig, was gibt es noch? Nudeln. Und am Ende des Tages, wir essen das alles täglich, denn wenn du heute keine Nudeln isst, wenn du heute kein Brötchen isst, wenn du heute kein Brot isst, isst du immer noch morgen eine Pizza, übermorgen machst du eine Lasagne, übermorgen machst du dir dies und überall ist zum Beispiel Weizenmehl drin. In seiner schlechtesten Form, ich rede hier von dem Weißmehl, von dem, was man so schön sagt, Typ 450. Die meisten wissen nicht mal, was Typ 450 bedeutet, aber ist auch egal. Und zwar das schlechteste Weißmehl, Mehl, was man hier benutzen kann. Und es macht süchtig, deswegen ist es auch überall und wird auch überall benutzt. Kein Wunder. Habt ihr schon mal ein Vollkornbrot gesehen beim Döner?
Laden um die Ecke. Habt ihr schon mal eine Pizza gegessen aus Vollkornbrot? Vollkornteig, meine ich? Habe ich noch nie gesehen. Also ehrlich, ich persönlich habe es noch nie gesehen. Aber wenn ihr sagt, ihr habt das schon mal gesehen, dann krass. Dann krass, dann haben die da was versucht. Aber ob es dann geblieben ist, weil ich meine, Leute bringen Produkte in den Markt rein, aber ob es dann auch hält, ist auch eine ganz andere Sache hier. Ganz anders. Also es werden immer Sachen ausprobiert, so wie schwarzer Knoblauch, was eigentlich eine Top-Sache ist. Aber wenn es keiner kauft, dann verschwinden auch die Dinge wieder. Deswegen sollten wir weniger davon kaufen, also zum Beispiel weniger vom Weißmehl und umsteigen auf etwas Besseres, was nicht das Beste ist, aber auf etwas Besseres, wie zum Beispiel Vollkornmehl. Hier ist aber das Problem, dass wir in Fastfood-Restaurants oder in Restaurants allgemein das Problem haben, dass wir das dort nicht bestellen können. Dort können wir nicht sagen, mach mal Vollkornteig. Und hier müssen wir einfach eine neue Sache in den Alltag integrieren, die vorher Bestandteil, Gewohnheit, Routine war. In Form von zum Beispiel, wir switchen von Weißmehl auf Vollkornmehl. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause selber was macht, davon gehe ich gerade aus. Und als nächstes kommen auch die psychischen Erkrankungen ins Spiel, sei es die Schizophrenie oder die ganzen anderen Krankheiten, die heutzutage rumkursieren. Ich meine, da wird ja so viel differenziert und meiner Meinung nach entsteht auch, also ich sag mal so 95% entstehen meiner Erfahrung nach, 95% der Krankheiten entstehen durch die Ernährung beziehungsweise durch die Lebensverhältnisse, die für uns heutzutage normal sind. Wenn es normal ist für dich, ich sage jetzt die traurige Wahrheit direkt in dein Gesicht und ich liebe alle Menschen da draußen und wer auch immer das hier zuhört, ich mag dich, denn ich mag jeden. Ich habe gegen niemanden was, aber die Leute müssen realisieren, was sie sich selbst antun. Und hier sage ich, dass die Leute, die Weißmehl essen, die Alkohol trinken, die rauchen, die Süßigkeiten essen und die auch Dinge essen und trinken, wo die Inhaltsstoffe, die Listen so lang sind wie ein Diktat in der Schule, das ist auch sehr, sehr strapazierend für euren Darm. Das sage ich euch echt. Ihr solltet da echt aufpassen, was ihr eurem wunderschönen Körper zuführt. Denn ihr habt nur eine Gesundheit, ihr habt nur einen Körper. Niemand wird euch retten. Ihr könnt euch vielleicht irgendwelche Sachen reinschmeißen, die euch dann früher oder später ein bisschen helfen. Ihr überlebt damit, ihr kommt über die Runden damit, aber auf der anderen Seite löst ihr ein Symptom und kreiert wieder 5, 10 neue Dinge, die dann in naher Zukunft auf euch warten oder schon innerhalb der Einnahme, die ihr gerade macht. Ich meine, die Nebenwirkungenlisten sind auch immens, immens. Und ich möchte nur Hoffnung schaffen. Denn die meisten oder viele denken auch, ey, der sagt das, aber nein, es ist nicht so. Ich möchte nur Hoffnung schaffen und zeigen, was schlecht ist in meinen Augen und was besser ist für euren Körper. Denn ihr müsst umswitchen. Die Faktoren, mit denen wir vergiftet werden, steigen täglich, steigen wöchentlich. Es wird immer mehr und mehr und mehr, was auch irgendwann, denke ich mal, zu einem Maximum führen wird, beziehungsweise irgendwann muss man damit aufhören, weil der Mensch ist so ein heftiges Wesen in meinen Augen. Er repariert sich so krass. Denn wenn ihr überlegt, wie viel ihr euch zuführt, wie viele negative Sachen ihr euch zuführt, über den Mund, über die Haut. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Sache. Manchmal, ihr habt gute Laune, manchmal haben wir alle schlechte Laune. Aber wie bringen wir das Ganze in eine Richtung, in der wir immer gute Laune haben? Also wie kommen wir in diese Richtung? Wie schaffen wir es mehr, öfter im Monat gute Laune zu haben? Bewusst, gesteuert und mit einer kleinen bzw. mit kleinen Umstellung. Die erste Umstellung, die Wunder wirkt, sie wirkt Wunder, ich sag's euch ehrlich, ist, wenn ihr Schokolade isst,
Auch wenn ihr es eigentlich nicht isst, ist es eigentlich nicht so relevant. Aber wenn ihr solche Schokolade isst, dann steigt auf Schokolade mit einem hohen Anteil an Kakao. Das heißt 90%, ja, okay, 85% oder mehr. 85 oder mehr, bitteschön. Ihr werdet gute Laune haben. Denn dort sind Dinge drin, dort sind Aminosäuren drin, die eure Glückshormone verbessern, beziehungsweise die Ausschüttung anregen von Glücksgefühlen, die euch einfach nur gute Laune bringen und nicht wie ein alkoholisches Getränk, was euch für den Moment glücklich macht. Sondern der Kakao, man muss ja natürlich auch auf die Qualität achten, aber dieser Kakao fördert eure Darmflora und eure Gesundheit allgemein. Denn wer gute Laune hat, dem geht es auch automatisch besser. Wir lachen mehr, wir sind glücklicher, wir sehen Dinge positiver. So, hier ist was passiert, was nicht schön ist, da ist was passiert, was nicht schön ist. Du hast auf einmal deinen Job verloren, was auch immer. Du bist stabiler, du hast dein Leben mehr im Griff und du kommst weiter im Leben. Was bringt es uns, jeden Tag vor Netflix zu hocken, jeden Tag nur arbeiten zu gehen? Denn wir sind für mehr geschaffen. Wir sind heftige Wesen. Ehrlich, wir haben so viel Energie eigentlich. Wir können so viel umsetzen, bewerkstelligen. So viel habt ihr in eurem Leben noch nicht gemacht. Bei einigen auf jeden Fall. Tut mir leid, wenn ich da den einen oder anderen angreife, aber die Wahrheit muss einfach raus. Das sage ich nicht. So, die erste Sache wäre Bitterschokolade. Am Anfang vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber ihr werdet euch dran gewöhnen und glaubt mir, ihr werdet es nicht mehr weglassen. Ihr werdet es dann auch öfter nehmen oder auch immer. Und die nächste Sache, die eure Darmgesundheit ins Positive bringt, sind Dinge wie Zwiebeln und Knoblauch. Hier muss man jedoch sagen, dass am Anfang das ein oder andere Problem entstehen kann, weil zum Beispiel, wenn ihr Knoblauch zu hoch dosiert oder weil es auch bei manchen am Anfang ein bisschen reizen kann, weil das sind halt auch so gute Dinge, dass der Darm ist das nicht gewohnt. Er ist nicht gewohnt, solch eine Flut von guten Darmbakterien, die Probiotika füttern mit Präbiotikern. Das heißt, die Darmbakterien, die ernähren sich von Präbiotika und die guten Darmbakterien müssen Überhand gewinnen. Denn bei den meisten ist es so, die Darmflora hat gute und schlechte. Also das bei jedem Menschen. Die Darmflora hat gute und schlechte Darmbakterien. Aber durch diese ganze Last, die wir jeden Tag konsumieren, haben wir uns zu einer schlechten Darmbakteriengesellschaft entwickelt. Was ein Vergleich. Und um dieses Gleichgewicht wieder auszubalancieren, denn diese ganzen Fäulnisbakterien, schlechten Darmbakterien, die produzieren auch Gase. Und ihr müsst dann auch das ein oder andere rauslassen, was eigentlich nicht normal ist. Heutzutage, viele Leute haben ihre Gase, die da unten rauslassen, ob ihr es wollt oder nicht. Sei es im Gym, guckt links, also im Fitnessstudio, guckt links, was stinkt hier so? Guckt rechts, was stinkt hier so? Und alle lassen da ihre Proteinbomben da platzen. Aber es war ja keine. Und ist ja normal. Es wird ja alles normalisiert heutzutage. Krankheiten sind normal, Leute. Nein, Krankheiten sind nicht normal. Zum Beispiel Zwiebeln boosten wirklich das Immunsystem. Auch wenn ihr euch einfach nur Eier macht mit Zwiebeln und die nur ganz wenig in der Pfanne, ich würde nicht mal sagen braten, aber auf die leichteste Stufe und mit einem Deckel drauf, mit Eiern. Ich weiß nicht, wer von euch sowas isst, aber das kann auch sehr gut sein. Zum Beispiel 2 Zwiebeln rein, je nach Größe, aber 2 oder 3. Nicht am Anfang.
Ich weiß nicht, ob ihr das schon macht, aber man kann es auch einfach integrieren. Ich meine, Eier. Eier essen ja viele und auch Vegetarier haben ja auch viel Spielraum. Mit den Veganern wird es ein bisschen schwieriger, aber hier kann man auch Smoothies machen. Ganz einfach. Mit Zwiebeln und was Süßem eurer Wahl. Das habe ich früher auch gemacht und auf einmal, also das ist bei mir persönlich passiert, ne? Ich habe immer Zwiebeln mit Knoblauch gegessen, wofür ich auch die eine oder andere Kritik bekommen habe, aber es geht hier um mich. Ich muss mich um meine Gesundheit kümmern. Niemand will kommen und mich retten. Die meisten werden eh nur sagen, hey, nimm doch das oder nimm doch das. Und am Ende des Tages geht es denen auch nicht besser. Und nachdem also ich habe das, glaube ich, 2 Monate gemacht. Ungefähr 2 Monate habe ich das gemacht. Und in der Zeit habe ich auf einmal Bart bekommen. Davor hatte ich so ja, ich würde sagen, Kleinbart oder kaum Bart. Auf jeden Fall haben Stellen gefehlt. Dann habe ich gesehen, hey, das soll, das soll richtig gut für die Gesundheit sein und das soll euch Kraft geben und den Darm stärken. Und zum Beispiel beim Mann wird ja auch, wenn man den Körper unterstützt, automatisch der Testosteronspiegel höher gefahren, weil er durch die ganzen Umweltfaktoren, durch die ganzen Sachen, die wir konsumieren, runtergepusht wird. Das bedeutet nicht, dass du als Frau das jetzt nicht tun sollst, weil bei der Frau werden dann ganz andere positive Sachen in die Realität treten. Denn jeder hat irgendwas und der Körper wird es dann hier auf dieser Stelle fokussieren und das in Angriff nehmen und das verbessern. Wenn wir davon ausgehen, also Zwiebeln und Knoblauch. Zwiebeln sogar wichtiger erstmal, um zu starten, weil Knoblauch, ich weiß, viele werden das nicht machen wegen dem Mundgeruch, aber probiert es mal aus mit, wenn ihr das zusammen mit Zitrone, also eine ausgepresste Zitrone isst, trinkt, was auch immer, probiert es mal damit. Das soll den Geruch neutralisieren. Ich habe darauf jetzt nicht so drauf geachtet, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Wenn wir davon ausgehen, dass 80%, oder es kann sogar mehr sein, 80%, zumindest das, was ich öfter gelesen habe, gehört habe, und große Menschen, also in meinen Augen Mentoren, die das gesagt haben, auch anhand von Studien und so weiter, wenn 80% oder mehr der Gefühle vom Darm kommen, dann sagt der Darm dem Gehirn mehr als das Gehirn dem Darm. Bedeutet im Umkehrschluss Darm kaputt, Psyche kaputt. Wenn es dem Darm gut geht, dass ein gutes Darmmilieu herrscht, die guten Darmbakterien im Gleichgewicht sind mit den schlechten, dann sehen wir hier auf einmal Darm gesund, Psyche gesund, stabile, gesunde, starke Psyche, um den Risiken, um den Gefahren heutzutage einfach zu trotzen. Als wäre es nichts. Und hier gehen wir nochmal auf eine Sache ein, auf den zum Beispiel Serotoninmangel. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wegen der Bitterschokolade, die pusht die Produktion von Serotonin. Serotoninmangel bei Depression. So, liegt beispielsweise ein Mangel des Hormons Serotonin vor, kann das zu Depressionen führen. Denn Serotonin ist in unserem Gehirn dafür verantwortlich, Glücksgefühle zu vermitteln. Doch auch der Serotoninmangel kommt durch irgendeine Ursache zustande, was man nicht vergessen sollte. Da kann man nicht spekulieren natürlich, was hier die Depression bzw. den Serotoninmangel begünstigt. Aber Depressionen kommen auch natürlich durch ganz andere Sachen. Ich verlinke euch natürlich alles wieder in der Infobox, die Studien, die Seite. Ähm, und ich komme jetzt zu einer Liste, die die Serotoninproduktion ankurbelt und gerade auch im Winter, wenn der Vitamin D3-Spiegel fällt. Der Vitamin D3-Spiegel fällt auch, wenn ihr zu wenig Magnesium habt. Das bedeutet immer in Verbindung mit Magnesium einnehmen, wenn ihr denn sowas überhaupt macht. Also so kenne ich es. Kommen wir zu der Liste mit der Serotoninproduktion, die ankurbelt. Als allererstes haben wir Amaranth.
Amaranth ist etwas wie Quinoa. Ja, okay, Quinoa. Ist so etwas wie Reis. Natürlich mit einem ganz anderen Geschmack. Muss auch, glaube ich, ein bisschen länger gekocht werden und ja, schmeckt auch ganz anders. Aber ich würde es auf jeden Fall probieren. Probiert es. Und vielleicht werdet ihr sagen danach, wow, schmeckt echt gut. Hat mich überrascht. Oder ihr werdet sagen, okay, kann man essen, aber will ich jetzt nicht jeden Tag essen. So, Cashewnüsse, Bananen. Also, da würde ich sogar persönlich auch sagen, das meiste auf der Liste stimmt und das meiste auf der Liste sollte man auch essen. Meiner Meinung nach sollte man jetzt Sonnenblumenkerne nicht essen, aber also zumindest nicht in so einem krassen Übermaß. Denn heutzutage ist das Omega-3 zu 6 Verhältnis Katastrophe. Aber das ist ein anderes Thema, was ich in anderen Videos bearbeite. Hier unten steht auch, also ihr könnt auch hier die Liste anschauen, integriert diese Dinge in euer Leben. Bei Hafer solltet ihr auch nicht übertreiben. Und Bananen sind auch voller Zucker und solltet ihr auch am besten nicht übertreiben damit. Aber den Rest könnt ihr auf jeden Fall integrieren. Und kommen wir auch hier unten zu unseren guten Sachen. Oh, Schokolade und zuckerhaltige Speisen erhellen zwar auch kurzfristig die Stimmung, weil sie den Blutzuckerspiegel annehmen, sind aber in den dafür benötigten Mengen ungesund und machen außerdem noch dick. Ein weiterer Nachteil ist, dass Zucker wie eine Droge wirkt. Zucker spricht die gleichen Hirnareale an wie Kokain und andere Drogen. Also das ist schon weit verbreitet, diese, diese Erkenntnis. So, hier, Darmgesundheit gegen Depression. Um jedoch dauerhaft glücklich zu sein, sollte man mehr tun, Auf, als nur die kleinen Stimmungsaufheller zu essen. Depressionen werden scheinbar stark durch die gesamte Ernährung und die Kommunikation von Darm zu Gehirn gesteuert. Verschiedene Studien kamen zu dem Schluss, dass eine gesunde Ernährung, die auf viel frischem Obst, Gemüse und guten Fetten basiert, Depressionen lindern kann und für dauerhaft gute Emotionen sorgen kann. Einerseits müssen unserem Körper alle nötigen Nähr- und Mineralstoffe zur Verfügung stehen und andererseits muss auch die Darmflora intakt sein. Denn wie bereits erwähnt, haben wohl auch die Darmbakterien einen Einfluss auf unser Befinden. Und hier steht auch noch was zu den psychischen Faktoren auf der Seite. Sowie Autismus wird hier behandelt. Die Darmbakterien kommunizieren mit uns. Das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Die Darmbakterien verständigen sich untereinander und mit unserem Körper über verschiedene Signale. Je nachdem, wie es den Darmbakterien geht, schütten sie bestimmte Signalstoffe aus. In unserer Darmwand sitzen zahlreiche Rezeptoren, also bestimmte Proteine, die wie Antennen ein Signal empfangen können. Stoffe, die in unserem Darm freigesetzt werden, entweder aus der Nahrung oder von den Darmbakterien, werden mit Hilfe dieser Rezeptoren wahrgenommen. Da die Rezeptoren über Nerven mit dem Gehirn verbunden sind, gelangen die Signale aus dem Darm in unseren Kopf, wo sie viele Prozesse und höchstwahrscheinlich auch die Emotionen steuern. So, einer der führenden Wissenschaftler auf diesem Forschungsfeld, Amaran Meyer, Professor an der University of California in Los Angeles, sagte zu diesem Thema: Die Verbindungen zwischen Gehirn und Darm verlaufen immer in beide Richtungen. Deshalb ist es so schwer zu sagen, was die Ursache und was die Folge ist. Wenn aber die Mikroben im Darm tatsächlich mit psychischen Problemen zusammenhängen, könnte man dort eventuell mit einer Behandlung ansetzen. Als nächstes ist hier eine Sache, die ich über die letzten Monate auch für mich entdeckt habe. Und zwar das Fasten, das intermittierende Fasten, wo man zum Beispiel 10, 12, 14, 16 Stunden fastet oder auch mehr, wie ihr wollt, quasi 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden isst. Und hier wird durch
eine Entschlackung gesprochen, weil durch das Fasten entschlackt ihr automatisch und das macht euch automatisch glücklicher, wie wir lesen können. Beim Fasten und der damit verbundenen Entschlackung werden ebenfalls eine Vielzahl an Botenstoffen ausgeschüttet, die uns glücklich machen. Wissenschaftler behaupten, dass dies evolutionär begründet sei, um uns während schwieriger Zeiten mit Nahrungsmitteln bei Laune zu halten. Doch abgesehen davon lassen die oben genannten Zusammenhänge darauf schließen, dass sich unsere Darmgesundheit durch eine Entschlackung verbessert, was wiederum an unser Gefühlszentrum weitergeleitet wird. Und abschließend, ich möchte das Ganze nicht zu weit ziehen, denn auf TikTok werde ich bei sowas immer live gehen, beziehungsweise gehe ich öfter live und erkläre auch gerne was. So, und dann natürlich auch in den anderen Videos. Darmreinigung für gute Emotionen. Eine logische Schlussfolgerung aus diesen Tatsachen wäre, dass eine Darmreinigung unsere Emotionen positiv beeinflussen kann. Eine Darmreinigung befreit einerseits den Darm von angelagerten Krusten und baut andererseits die Darmflora auf. Beides ist gewissermaßen die Grundlage für eine funktionierende Kommunikation zwischen Darm und Gehirn und damit auch die Grundlage für positive Emotionen. All diese Punkte zeigen immer mehr, dass die gesamte Gesundheit zu einem Großteil von der Gesundheit des Darms abhängt. Also halten Sie Ihren Darm sauber und achten Sie auf eine gesunde, glücklich machende Ernährung. So, interessant. Das ist echt interessant, findet ihr nicht? Also, zusammenhängend. Also nochmal wichtig zu sagen. Meiner Meinung nach wichtige Sachen ist die Bitterschokolade, 90, 85% oder mehr. Zwiebeln, denn die haben noch ganz viele andere positive Effekte. Im besten Fall natürlich, wenn die sie roh ist, desto roher, desto besser. Und Knoblauch auch, denn zu viele Dinge leben in uns, sind in uns, die eigentlich da raus müssen. Und denen tun diese beiden Dinge gar nicht gut. Das war das Schlusswort und danke für eure Aufmerksamkeit. Haltet euren Darm gesund und bis dahin.